Jo, was geht? Skepster hier. Wir sind heute im Fuma Lab. Also da oben sitzt quasi, da ist so die Dozentin, die Elisa. Aha. Das ist so deren Workspace. Hier wird so ein bisschen so Holzverarbeitung mäßig. Also, ja, halt die bauen zum Beispiel gerade eine große Growbox. Oh. Hier haben wir jetzt für das aktuelle Projekt quasi, das werdet ihr dann gleich drüben sehen. Das wird so eine eine Deckeninstallation aus eben gewachsenen Pilzen. Und dann haben wir hier Miscanthus als zum Aufspannen. Genau, und das hat nicht mit dem Seminar zu tun, sondern die machen da ja schon seit langem Forschung eben, wie man die Pilze, wie man die in Form bringt, wie man die dann irgendwann vielleicht auch lasttragend einsetzen kann, was man so alles mit denen machen kann. Da oben sind auch noch ganz viele Exponate, da ist auch so der Pilz 3D-Drucker. Der Pilz 3D-Drucker. Boah, es fühlt sich auch echt sanft an. Ja. Aber das sieht schon auch ein bisschen eklig aus. Ja. Zuckersuppe. Ja, Mann. So, wir sind in der Forschungseinrichtung, soll ich nach dir gucken oder hier gucken oder wie das geht? Ich habe das nie viel gemacht. Ich heiße Elisa Biala, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin im Institut für Baukonstruktion, Bautechnologie und Entwerfen, Universität Stuttgart von der Professor Martin Ostermann. So, die Einrichtung, wo wir gerade sind, es ist die Forschungshalle Future Material Lab. So allgemein, wir machen die Forschungs- und Experimente, wie können wir anders bauen mit anderen Materialien, die jetzt noch nicht so bekannt sind. Wir können Ausladelicht anmachen, es ist unten. Wo sind wir heute hin unterwegs? Zur FOMO. Du hast FOMO, wenn du nicht hingehst auf jeden Fall. Na? Na? Wer bist du denn? Hi. Ich bin Tristan. Ja. Aber ich kann auch gar keine Facts dazu sagen. Das ist nur gefährliches Halbwissen. Die kommunizieren unter der Erde auf jeden Fall. Aber doch, ich habe einen krassen Pilzfact. In Japan, habe ich jedenfalls auf Insta gesehen, ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, die haben einen Pilz, also sie haben auf dem Boden eine Karte gemacht mit den gesamten japanischen Hauptstationen, was sie eben an U-Bahn-Punkten haben wollten. So kleine Nahrungsquellen hingelegt und in die Mitte einen Pilz reingesetzt. Der Pilz hat dann diese Nahrungsquellen, also diese U-Bahn-Stationen miteinander connected und die optimalen Routen berechnet, indem er halt einfach sein Pilznetzwerk ausgebreitet hat. Und dann haben die einfach das U-Bahn-Netz nach diesem Pilz errichtet, weil es halt die optimalen Routen waren. Ja. Das ist crazy. Haben die echt gemacht oder war das nur eine Idee? Das haben die echt gemacht. Ich glaube, das haben die echt gemacht. Pilzmyzel, es ist ein Kleber, der eigentlich laufen kann. Okay. Das bedeutet, es ist nicht stabil, es bleibt nicht in einem Ort. Es ist ein Kleber, die kannst durch alle Lücken, die zwischen die Faser da sind, ein klein durchläufen. Und bei der Nahrung, die er kriegt von dieser Faser, diese klebige Strukturen entstehen. Das ist super robust. In einer Kubikzentimeter von solche Komposit ist eigentlich ein Kilometer von Myzel. Das bedeutet, das sind total viele kleine Verbindungen, die dieses robuste Material dann kreieren. Kann man anfassen? Ja, man kann alles anfassen. Das ist ganz gut, das ist eigentlich alles Gestaltung. Okay. Ja, das ist Platte. So man auch hier sieht. Das ist richtig fest auch. Ja, genau. Wir haben auch die 3 gedruckten Elemente, die da unten stehen, unter die Empore. So auch diese Haut, es wächst nach außen. Das bedeutet, es gibt hier jetzt keine Löcher. Ja. So man kann auch mit diesem nach außen Wachstum auch die Teile zusammen verbinden. So wir nennen das Biowelding, so Bioschweißen. So man kann von kleineren Elementen größere bauen. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, funktioniert es circa so. Wir haben eine Form, die wir aus Myzel herstellen wollen, wie zum Beispiel dieser Vogel hier. Dafür nehmen wir einmal Bioabfälle aus der Industrie, sowie Stroh oder Sägemehl und fügen dann einfach unseren neuen Kleber
das Pilzmyzel da hinzu. Diese Myzelsäure hat diese ganze Weg von hier eigentlich hier durchgegangen. Dann verteilen wir unsere neue Myzel-Mischung auf unserer Form und lagern die an einem feuchten Ort, wo das Ganze gut wachsen kann. Und wenn es dann ganz weiß geworden ist, lassen wir das Ganze trocknen und voilà, unser Myzel-Vogel ist entstanden. Und die Idee von dem Projekt, wo sie gerade im Fuma Lab dran arbeiten, ist, ganz viele von diesen Myzel-Vögeln herzustellen und die dann auf der Biennale in Venedig von der Decke hängen zu lassen. Soweit also die Theorie. Aber wie funktioniert das Ganze denn eigentlich wirklich? Verfilmt ihr schon? Ja, ja. Hallo. Noch mehr. So eigentlich für eine Architekturausstellung, die unkonventionelle Baumethode zeigen will, weil sie ganze Schwarm von Mycelium teilen wird in der Raum von der Biennale Fliegen. Okay, das heißt, die Decke ist quasi wie bei Harry Potter. Das ist ja. Okay. Und ein bisschen Sauberkraft in der gebaute Raum. Das ist verrückt. Diese sind weich, ja, also alles ist wie Paste, aber danach du kannst gucken, ja. Boah, das fühlt sich so strange an. Und NASA forscht, wie man kann eigentlich mit Mycelium in andere Planeten zu bauen, auf dem Mond oder Mars oder weiter. Aber braucht der Prozess keine Luft sozusagen? Also das geht. Es braucht einige Luft, aber Ah, okay. eigentlich nicht viel. Wow. Also es braucht eigentlich die Nachschub, ja. Wir tun es hier in Alkohol erst einmal desinfizieren. Dann mit Wasser spülen. Das Myzel kann nicht wachsen, wenn es mit Alkohol besprüht ist. Okay, Also okay. hier waschen wir praktisch Das wieder raus. das wieder raus. Ja. Genau. Mhm. Und wir lassen es einfach oben drauf. Wir haben große Dampfkocher, sodass wir können die Phase sterilisieren, die danach mit der Pilz verlinkt sind, aber die sind ganz klein. Hier ist es eine größere. Ui, Ja, was ist das? das ist große Dampfkocher. Normalerweise ist es eigentlich für die Dose, für der mit, wie man sagt, mit Fleisch oder was. Aber da wird Holz drin gekocht. Weil wir nutzen Holzfaser. Also wir müssen das erst kochen, sodass es hier. Hier ist es nur die Handfaser, Okay. ja. Aber normalerweise die Faser sind drin. Das ist, was wir kochen. Also hier ist es Stroh. Wir haben auch Kohleschäben. Wir haben Sägemehl. Wir haben auch mit Gärreste gearbeitet von Hopfen. Das war ein kleines Forschungsprojekt, die dort auch trocknet. Okay. Und dann haben wir einimpfen das mit Pilz. Das ist die ganz einfache Möglichkeit, total mit viel Myzel von Anfang an in der Paste zu haben. Dann ist es stark und es verbindet sich schneller. So diese Präwachstum ist es manchmal so mindestens 7 Tage, aber diese Modelle dort entstehen in 3. Ja, also allgemein ist es alles ganz langsam, ja. Es ist nicht industrielle Produktions- und Klebemittel in einer Stunde. Ja, es ja, ist ja. lang, aber das ist diese angewendete Biotechnologie. Und jetzt bespannen wir das. Ja, das passt. Und hier hängt jetzt die Lasche ganz gut. Mhm. Okay. Achtung, Achtung, dass das. Ja.
So, am Anfang ist es wie Paste, ja, es ist total wie nur feuchte Faser, ja, feuchte Paste. Und danach, nach einem Tag, ist es ein bisschen weißer, weil wir kriegen mehr und mehr Mizell. Es bildet auch der Haut und es sich verbindet, so diese Verbindungen innen drin in alle Richtungen gehen und die Faser verbinden. Und dann, wenn es ist total weiß, das heißt, wir haben nur die total gewachsene Sachen dort und getrocknete, dann wir öffnen die Boxen und wir trocknen das und dann ist es fest, aber erst wenn es ist trocken. Das heißt, Moment, also es bleibt hier drin bis jetzt da. Bis es jetzt total weiß, so jetzt es wächst. Wenn wir öffnen und trocknen, es wächst nicht mehr. Es braucht Feuchtigkeit zum Wachsen. Damit Feuchtigkeit zum Wachsen dann da ist. Ja, genau. Das Wie ist bekommt man den zusammen. Pilz dazu, dass er dann aufhört zu wachsen? Weil Muss theoretisch... trocken sein. Keine Wasser wächst nicht mehr. So ist es eigentlich. Konrad, die Adrian Didi hat die Häcksler, wie man sagt. Ja, es bricht hier. Also es ist nicht perfekt gut gewachsen. Aber es war auch ein Textil mit ganzem Material gefüllt. Und danach es war zu dieser Form gebracht. Also es war nur eine Schläuche mit Material, danach geformt, danach gewachsen. Ja, und hier war das dieses, wie heißt Welding? Ja, Bio-Welding. Bio-Welding. Ja, das heißt also. Das Geilste ist Die auch, dass Atmosphäre ja, dass auf jeden es so Fall. alle hier gibt, dass man so rumwerkelt. Hier gibt's, man kann so alles nutzen, Material, Werkzeug und dann, ja. Ich glaube, weil man in diesem Pilz halt so viel verschiedene Sachen machen kann. Also du kannst so alles ausprobieren und irgendwie es wächst oder es wächst halt nicht. Und es so ein bisschen so richtig rumwerkeln, ausprobieren, forschen, experimentieren. Weil das hat man ja im Studium ein bisschen weniger. Also da ist ja viel einfach, keine Ahnung, Finnpappe, Holz, so. Und du musst eigentlich immer sehr genau arbeiten und hier ist alles so ein bisschen Man muss auch ein rummatschen. bisschen improvisieren, weil man findet nicht immer alles, was man braucht. Und dann muss man halt mit so Kabelbindern. genau, arbeiten. Also, oder zum Probe fahren. Ja. Ja, klar. Ich geb mein Bestes. Ich gebe mein Bestes. Du musst in die Mitte. Hier. Okay. Like, comment, subscribe und folgt Fumalab auf Instagram. Perfekt, das war perfekt. Schleim auf Deutsch, es nennt sich Schleimpilz, Ja. aber es ist auf Englisch Slime Mold. So eigentlich systematisch ist es nicht wirklich Pilz. Es ist Schimmel. Trotzdem Pilz in der Teil, es ist Slime Mold und Schleimpilz. Das heißt, die haben zuerst die U-Bahn gebaut und dann im Nachhinein herausgefunden, dass ein Pilz das genauso machen würde. Ja, genau. Das ist eine Studie, ein Experiment von 2010. Ich glaube, es klingt so, dass hat die Geschichte gehört und danach erzählt. Ja. Ja, so war es auch. Ich glaube, ich habe es nur ein bisschen durcheinander gebracht. Okay. Ja, genau. Dann, ich habe noch eine Frage. Und zwar, wie heißt denn eure Ausstellung jetzt eigentlich und wann kann man die wo sehen? So jetzt ist es benannt Fly to the Shadows und es wird am 10. Mai in Venedig im Salone Verde geöffnet. Geil. Und es hängt dort bis Ende November. Wow, okay, also ganz schön lang. Kann man quasi gar nicht Ja, verpassen. ein halbes Jahr. Genau, so Salone Verde. Es gibt dort nur 2 Ausstellungen, so es ist dann schwer, das zu verlieren. Cool. Geil. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Ja? Ja, war eine gute Aufnahme. Ey, danke, dass ihr das Video geschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, dann drückt auf jeden Fall Like, abonniert und schreibt unbedingt einen Kommentar. Sowas wie Elisa Biala ist die Beste, ich liebe Pilze, hey Scabs, wann fährst du mal wieder Fahrrad eigentlich? Irgendwie sowas. Ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Nee, der ist mir zu corny.